Herzlich willkommen zur nächsten Episode von unserem CSI Let's Play. Ja, wir sind auf etwas trashigen Wegen. Wir müssen jetzt hier in diesem Tatort noch das dritte Rußteil finden, das wir untersuchen müssen. Und ja, müssen wir uns jetzt hier ein bisschen durchschlagen auf den übelsten Wegen des Trashes. So, gucken wir mal weiter. Ich habe aktuell noch keine echte Idee, wo dieses Rußteil sein soll, das wir untersuchen müssen. Das hier oben hatten wir ja schon. Hier könnte noch was sein, hier haben wir noch nichts gefunden. Bisschen. Könnte doch echt irgendwas sein, hier haben wir doch gar nichts gefunden. Sieht doch nicht so aus, als wenn hier irgendwas wäre. Nicht ganz so einfach, wie wir denken. Oder ich denke. Irgendwo muss ja dieser Rußflex sein. Gucken wir uns hier nochmal um. Wappeln wir vielleicht auch nochmal mit ihr. We need to figure out what caused this fire. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Danke. Du bist eine riesige Hilfe, gute Frau. Ist ja nett, dass uns dieser letzte Rußfleck nicht auffällt. Vielleicht ist es auch hier irgendwo an der Wand. Gehen wir hier nochmal näher ran. Ah, okay, jetzt haben wir ihn gefunden. Wie war das denn nochmal? Das hier? Ne, das hier war es, glaube ich. We've gathered soot from all over this place. Should be enough. Ja, gut, dann haben wir hier alles, was wir brauchen. Müsste ja jetzt eigentlich alles sein, was wir brauchen. Have we looked everywhere? Tested everything? Asked every question we can think of? Ich denke mal We schon. must be missing something. I'm just not sure what it could be. Okay, wir haben also noch was übersehen scheinbar. Gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Gucken wir, was wir hier noch so finden können. Hier hatten wir den Ruß gefunden. Hier geht es wohl auch wirklich nur um den Ruß. Wenn ich das richtig sehe. Gehen wir eins zurück. Drin war ja die Leiche, die hatten wir auch schon. So. Ich frage mich, ob hier an der Decke halt irgendwo vielleicht noch irgendwas sein könnte. Sieht aber nicht wirklich danach aus. Ich wüsste jetzt auch absolut nicht, was ich da übersehen haben sollte. Das ist ein bisschen uncool. Hier oben, das hatten wir ja auch schon. Geht dann scheinbar noch ein bisschen rüber, aber das ist auch nur, um diesen Fleck ordentlich angucken zu können. Das hatten wir ja auch schon. Ich habe Post bekommen. Gucken wir doch mal, ob wir vielleicht einen neuen Tipp bekommen haben von unserem Chef. Ja, sollten wir tun. Wir wollen nur noch mal gucken, ob wir irgendwie was haben, was wir noch nicht gesehen haben.
You can rotate around the evidence by selecting any part of it and moving the cursor in the direction you want it to turn. Ja gut, das bringt uns hier nicht wirklich was. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir ins Labor können oder sowas. Hauptlabor, da können wir doch bestimmtes Zeug untersuchen, verschätze ich jetzt einfach mal. Oh, es speichert sogar automatisch. Hier können wir rein. Gucken wir doch mal. Was haben wir hier? The Data Analysis Station allows you to analyze fingerprints, search for medical records or research, and process computer evidence. Okay, das bringt uns nichts. Was haben wir hier? The Audio-Video Processing Station allows you to... Video und Bild. Materials Lab, okay. The Visual Enhancement Station allows you to view and compare both small and large objects and process... Okay. Was erzählst You need to figure out what caused this fire. Ach was, du bist schon nur ganz schlau. Was haben wir hier? The Material Analysis Station allows you to analyze chemical composition and process DNA evidence. Okay, können wir damit was anfangen? Oh, das ist ja cool. The chemical analyzer lets you identify the chemical composition of certain evidence. Select a piece of evidence using the evidence button to begin. So, Beweise. You've added a sample to the chemical analyzer. You can attempt to match the sample to another sample you've already collected, or you can attempt to search for a match. Use the Evidence button to select something you've already collected, or the Search button to search the database. Dann machen wir erstmal Analyse, würde ich sagen. The results of your search are in the column on the right. Notice how the original sample is made up of thin and thick lines on a spectrum. Selecting a search result will add its lines to the spectrum on the bottom. Selecting it again will remove its lines. Your goal is to combine the search results on the right until the spectrum on the bottom matches the spectrum on the top. You will need to select more than one search result at a time in order to make a match. To gain a high skill score, correctly choose the appropriate search results without removing any. Das ist doch relativ kompliziert, würde ich sagen. Das da, dem Abgleich. The soot from the break room contains carbon, acetone, and T-butyl mercaptan. That's the odorant they use in natural gas. Acetone is sometimes used as an accelerant. We should test the rest of the soot we've collected. So, was hätten wir das dann mal? Und die nächsten an. Kommen wir jetzt auf beides gleichzeitig? You've added a second chemical sample. Does it contain the same pattern of thick and thin lines as the original? Nein, If so, then select Confirm Match. Otherwise, the back button will remove the second sample and let you try another comparison. Müssen wir also alle einzeln machen, scheinbar. Das haben wir schon mal. Das haben wir. Das hier, das müsste übereinstimmen. Abgleich. Lots of carbon, some acetone, and trace amounts of T-butyl mercaptan. That's the second sample of soot to contain acetone. Let's keep analyzing the soot samples we've collected. I think we're onto something. Auf jeden Fall. So, was hätten wir das? Nehmen wir das letzte noch. Analyse. Ist halt doch relativ langwierig, muss ich ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall nett. Das hier auch nett. Jetzt nur die anderen beiden.
So, Abgleich. It's mostly carbon, but there are traces of volcanic minerals and acetone. The mud at the spa is made of volcanic ash, but the acetone is an anomaly. We have acetone, a known accelerant, in samples of soot taken from every room in the spa. We've got a gas leak that looks to be the result of tampering. The drywall here has been ventilated to get around its natural fireproofing. And then there's this acetone residue over every inch of the place. Throw a muffin in the toaster oven at 450 degrees. Then just leave it in there without setting the timer. Sounds like a recipe for arson. Ja, sehe ich auch so. Hey there, it's Dr. Robbins. Just wanted to let you know I've completed the autopsy on your burn victim. Ja, dann müssen wir jetzt wohl zu dem ins Labor gehen, so ein bisschen Pathologie, und ja, mal schauen, was der so zu erzählen hat. Oder Leichenhalle. Okay. Hey Doc, we got your Was hast call. du denn zu erzählen? All right, let's begin. Well, her bikini probably left no room for imagination, nor an ID, but I did collect her fingerprints and DNA for you. Take a look at the third-degree burns on your victim's hands and face. You can probably tell that they were above the surface of the mud during the initial explosion and subsequent fire. In addition to the burns to her skin, she suffered thermal injury to her upper airway. She inhaled a substantial amount of smoke and hot gases from the fire. Carboxyhemoglobin levels in her blood exceeded 73%. Cause of death was suffocation due to carbon monoxide poisoning. In a fire that intense, carbon monoxide levels would spike rapidly. She probably fell unconscious pretty quick. Most likely, she slipped under the mud after losing consciousness. Okay. Time of death is going to be difficult to determine. Even without the fire, the initial temperature of the mud bath complicates my ability to offer an accurate estimate. I was able to extract samples of the vitreous humor from both eyes. Potassium accumulation in the tissue indicates time of death between 3 and 4 a.m. That's consistent with when the fire started. Not exactly, but take a look at this bruising on her arm. Does that look like a handprint to you? Yeah. Looks like someone grabbed her pretty hard. From the coloration of the bruising, I'd say it occurred at least 6 to 12 hours prior to death. I certainly find no indication she was lying in that mud over a prolonged period of time. We need to get a photo of those bruises. My camera's memory card is full. You mind documenting this one? I'll wait. So, umgucken können wir uns in der Leiche scheinbar auch noch. So, die sollen wir machen. Nice composition. Ich weiß nicht, ob jetzt sonst noch irgendwas hier ist, was ich nachgucken will. Gucken wir mal, ist hier bei den Knien ist jetzt nichts. Sichtbar auch nichts. Nö, hier ist wohl nichts mehr sonst. Maybe. Your victim had advanced mesothelioma. It's a type of cancer that attacks the lining of the vital organs. It's thought to be caused most often by exposure to asbestos. It looks as though it was an ongoing problem for her. I discovered indications of a pleurectomy, the removal of the outermost lining of the lungs. From the scar tissue, that surgery probably took place a few years ago. She may have thought she was out of the woods. Unfortunately, I found an active malignancy in her pericardium, the lining of her heart. She didn't have long to live. Well, the pleurectomy obviously suggests at one point she knew she had cancer. But there's no way to know whether she was aware it had recently metastasized to her heart. I ran an expanded tox screen. She hadn't been taking any cancer medications, and I didn't find any tissue damage from possible radiation treatments. I did, however, find evidence of a persistent, dare I say, habitual use of cannabis.
You know, a Harvard Medical School study concluded that one of the active chemicals in marijuana, THC, may in fact inhibit the growth of certain tumor classifications, even though it says right there in the press release that the growth of some other tumors might actually be accelerated by THC. A man hears what he wants to hear and disregards the rest, right? So now the idea that weed cures cancer is spreading far and wide. Alles klar. Anytime. Danke, Doc. Das mit dem Asbest deckt ja auch unsere Beobachtungen in dem Spa. Guck, was hast Have du? we looked everywhere? Tested everything? Asked every question we can think of? We must be missing something. I'm just not sure what it could be. So, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Die müssen wir noch kontrollieren. DNA und die Fingerabdrücke können wir noch nachgucken. Dann müssen wir jetzt wieder ins Labor, würde ich sagen. Und die nächsten Sachen nachgucken. Gehen wir erstmal ins Data Lab. So, ich tue das mal, glaube ich. Gehen wir erstmal hier gucken. Ich glaube, das will nicht wirklich merken. Das sieht nach Fingerabdrücken aus. The fingerprint analysis station lets you identify fingerprint evidence. Select a piece of evidence using the evidence button to begin. Ja, da haben wir ja Our die victim's not an Fingerabdrücke. aphis. Ja, und jetzt? Ja. Und was anderes haben wir ja an Beweisen nicht, die wir vergleichen können. Das ist das Problem scheinbar. Haben wir nix? Da haben wir auch nix, okay. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Wenn ich das richtig verstanden haben sollte. Und was haben wir hier noch? So, das war das Audio-Video. Lass uns nochmal auf die Beweise gucken, die wir haben. Wir hatten die DNA des Opfers. Wenn wir damit auch irgendwas anfangen können. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch irgendwie was? Was haben wir hier? Das ist wohl eher nix. Was haben wir denn hier noch gehabt? The microscope lets you view items at a variety of magnifications. It also lets you compare items side by side. Select a piece of evidence using the evidence button to begin. Gucken wir doch einfach mal, ob wir irgendwas da haben, was man da nachgucken könnte. To examine this item more closely, you need to find the correct combination of magnification, focus setting, and position. The magnification control switches between the 3 magnification settings. The focus slider adjusts how blurry the image appears. You will receive positive feedback automatically when the correct settings are selected. Okay. Auf 200 das Ding.
Hier noch. Ah, wir können das Bild auch noch bewegen, okay. Wo machen wir das? Gibt's Beweise, dass wir schon haben? Wie bewegt man das denn? Das ist die Frage gerade. Nochmal gucken. Ich kann das Ding hier einfach nicht bewegen. Oder ich brauche noch ein zweites Teil, das mir weiterhilft. The document analyzer. Haben wir aber nix. You've added a piece of evidence to macroscopic comparison. Now add another using the evidence button. Was anderes haben wir ja noch nicht. Fehlt uns also haufenweise Zeug noch, das wir vergleichen können. Denke ich. Ich hätte aber trotzdem gerne diese DNA mal geklärt von der guten Frau. Was habe ich noch? Das hier sieht nach der DNA-Analyse aus. DNA. The DNA analysis station allows you to identify a sample of DNA, either by comparing it to an... You've added a sample of DNA to the analyzer. You can attempt to match the sample to another sample you've already collected, or you can attempt to search for a match. Use the evidence button to select something you've already collected, or the search button to search the database. Müssen wir die Data analysieren. She's not in CODIS. Our Jane Doe doesn't seem to be in the system. Maybe Pete Baja knows her. Okay, dann haben wir hier kein Match. Gucken wir uns mal den Post an, den wir bekommen haben. Vielleicht sagt er mir, dass ich jetzt diesen Baha auch gucken soll. Ah, ja. Ja, da bin ich ja schon dabei. Die Fingerabdrücke können wir dann wohl auch im System überprüfen. Hatten wir das gemacht? Gucken wir einfach nochmal. Ob wir das gemacht hatten. Da können wir nichts machen. Wir brauchen definitiv ein zweites Ding, um das zu vergleichen. Hier kann man scheinbar nichts in der Datenbank nachgucken. Was ist das hier oben noch? Gute Analyse. Haben wir nichts für, okay. Dann denke ich, sollten wir mal zu diesem Baha-Kerl gehen. Vielleicht gibt er uns neue Hinweise. Versuchen wir da mal unser Glück. Ein kleines Video von der Stadt. Okay, mit der können wir gar nicht reden, wie es aussieht. Machen können wir hier, denke ich, über nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Er hat halt geschlossen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich herausfinden, was hier so abgeht. Oh, hey you two. I just got back.
What do you need? Ja, We das found war an gleich unidentified identifiziert. female victim in one of the mud baths at the spa. God, Portia, no. Portia Wiseman, Who's that? she's the manager at the spa. She's the only other one with a key. Just the thought that she might have been in there when it went up. I'm sorry, it's just horrible. We can't be sure who she is until we get a positive identification. Of course. Let me lock up here. Okay. Oh, Portia. No. What were you doing in there? Actually, we were hoping you could help us shed some light on that. Would you mind answering a few more questions? Sure. Okay, wir kommen voran. Für mich ist das einer der Hauptverdächtigen, definitiv. Dann stellen wir ihm mal ein paar Fragen. Had she mentioned Wir any fangen kind wir of doch mal health direkt mit dem problems Wichtigen or an. filed any sort of complaint against your company? No, nothing like that. Why? She had mesothelioma, a type of cancer caused by asbestos. Well, that's horrible, but what does it have to do with my company? I don't know anything about any asbestos. The refute button has appeared. This means that the person you're questioning has said something that you may be able to refute by presenting an item of evidence that you found. Ja, das ist doch cool, finde ich. This is the evidence presentation interface. Choose the piece of evidence that best refutes the last statement made by the person you're questioning. Oh man, wir hätten das scheinbar erst nachgucken müssen. Deswegen gehen wir jetzt gerade erstmal. Oh ne, das ist die Verlag, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zu den Schauplätzen, und zwar ins Labor. Da müssen wir erstmal diesen Asbest kontrollieren. Dass wir herausfinden, ob es wirklich Asbest ist, dass wir ihm das halt vorhalten können. Denke ich zumindest. Alles. Wo machen wir das denn? Sind wir hier? Können wir gar nichts machen, alles klar. Gehen wir uns weiter. Da passiert nichts mehr. Muss ja wohl auf der anderen Seite irgendwas sein, oder können wir auch noch rein, oder wie? Ist wohl der Tisch gemeint gewesen. So, hier haben wir doch was. Das sieht doch gut aus. Chemikalien. Das hier. Analyse. Das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht. Das hier und das da. Alles klar, gar nicht. It's primarily calcium sulfate and asbestos. That explains why the ceiling didn't burn. It also could explain our victim's cancer. Maybe even her motive. She might have tried to get back at the spa while ending her own life at the same time. We should ask Brass to find out if she filed any kind of complaint. So, dann haben wir das. Dann untersuchen wir diesmal aber das andere auch gleich noch, wenn wir schon hier sind. Mal rauszufinden, ob es ein Cupcake ist. Das ist es nicht. Das auch nicht. Das hier auch nicht. Das hier dürfte sein. Auf jeden Fall der Streifen in der Mitte noch. So. Abgleichen.